Hi, der Kai von Jamit Labs hier. In diesem Video möchte ich mit dir über Joy of Use sprechen oder warum es einfach Spaß machen kann, eine App zu benutzen. Legen wir einfach direkt los. Immer wenn wir über das Thema UX, also User Experience, sprechen, kommt auch unter anderem ein Begriff der Joy of Use zur Sprache. Also ganz klar, ein sehr wichtiger Teil, wie ein Nutzer deine App erlebt, ist eben, ob er damit Spaß hat oder nicht. Und im Grunde geht es da jetzt nicht unbedingt um ein Spiel spielen oder ähnliches. Auch ein stupider Listeneintrag kann Spaß machen oder auch nicht. Aber was meine ich jetzt? Ich habe dir hier ganz einfach mal ein Beispiel mitgebracht, an dem du das Ganze anschauen kannst. Ich glaube, das verdeutlicht es super gut. Ich blende jetzt hier seitlich einfach mal die App meines Kinobetreibers hier in der Nähe ein. Jetzt zu Corona-Zeiten ist das Betreiben eines Kinos nicht ganz so einfach. Vermutlich werden die jetzt auch nicht unbedingt Geld in Apps stecken. Aber mir geht es im Grunde auch einfach darum, euch eben diesen Joy of Use erklären zu können. In der App könnt ihr jetzt nebenbei schon sehen, wie so ein Bestellablauf in dieser App funktioniert. Das heißt, ich suche mir da ein Programm aus, suche meine Plätze aus und fange dann an, mich durch den Bestellprozess zu klicken. Also das heißt, meine Kontaktdaten und so weiter einzugeben, um das Ganze halt eben kaufen zu können. Jetzt blende ich euch eine andere Art ein, wie eine App das Ganze macht. Das Ganze ist eine Designstudie, also soweit ich weiß, ist es nicht wirklich auf dem Markt, aber im Grunde geht es mir auch nur darum, euch einfach zu zeigen, wie das Ganze aussehen kann. Wie ihr sehen könnt, es gibt an verschiedenen Stellen liebevolle Animationen, die nicht zu sehr in den Vordergrund gehen, also nicht Ewigkeiten gehen, weil darum geht es bei einer Animation nicht zwangsläufig, sondern einfach, es soll das Gezeigte unterstützen und damit einfach mehr Spaß machen. Der komplette Prozess, den ihr hier seht, ist 1:1 dasselbe. Ich suche mir meinen Film aus, suche mir die Plätze aus und bezahle das Ganze. Aber ich glaube, ihr seht selbst, wie viel mehr euch diese App beim Benutzen Spaß machen würde, als das vorher gezeigte. Wie ging es dir jetzt dabei? Hast du dir über solche Sachen schon mal Gedanken gemacht? Welche Variante hat dir besser gefallen? Würde mich super freuen, wenn du es hier einfach unten in die Kommentare einmal reinschreibst. Wenn dir das Video und solche Themen gefallen haben, dann lass doch einfach mal kurz ein Abonnement da. Einfach hier direkt unten in den Kanal. Es gibt hier Minimum einmal die Woche neue Inhalte, meistens sogar häufiger, rund um das Thema Apps und Hilfen für Projektmanager und Geschäftsführer. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.